Hallo ihr Lieben, heute machen wir Hilda-Brötchen, beziehungsweise nennt man sie auch Spitzbuben oder Linzer Plätzchen. In diesem Video gebe ich euch einige Tipps zum Mürbeteig und zeige euch, wie die Plätzchen perfekt gelingen. Zum Beispiel, was ihr mit dem Teig machen müsst, damit er sich beim Backen nicht zusammenzieht, wie hier in meinem Beispiel rechts im Bild. Und nun folgen die Zutaten. Meinen Mürbeteig habe ich gestern schon vorbereitet und über Nacht in Frischhaltefolie gewickelt im Kühlschrank gelagert. Mein Rezept dazu verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Infobox. 120 Gramm Sauerkirschmarmelade, 120 Gramm Quittengelee, 30 Gramm Puderzucker und 40 Gramm Mehl und verschiedene Ausstecher. Zuerst bemehle ich meine Arbeitsfläche. Den Teig habe ich vor 10 Minuten aus dem Kühlschrank genommen. Nun teile ich den Mürbeteig in 2 Hälften und wickle die Hälfte wieder in Frischhaltefolie und stelle sie in den Kühlschrank. Die andere Hälfte knete ich kurz, bis sie etwas weicher wird, damit ich sie ausrollen kann. Damit es einfacher zum Zeigen ist, nehme ich hier noch ein Stück zur Seite. Das Mehl benutze ich hier immer wieder, damit der Teig nicht kleben bleibt. Ich verwende hier eine Teigrolle aus Edelstahl mit Distanzscheiben in 3 mm. Wir freuen uns über deine Unterstützung mit einem kostenlosen Abonnement. Beim Ausrollen des Teiges ist es nun wichtig, ihn von oben nach unten und von links nach rechts zu rollen. Genauso wichtig ist es, ihn ab und an zu drehen und wieder zu bemehlen. Dies entspannt den Teig und verhindert eine Verformung. Ich steche meine Plätzchen mit einem speziellen Linzer Ausstecher aus, die haben die kleinere Form schon mittig dabei. Genauso gut funktioniert es aber auch mit einem anderen Ausstecher. Hauptsache, ihr habt noch eine kleinere Form für die Mitte, zum Beispiel die runde Rückseite einer Spritztülle. Ich steche die gleiche Anzahl an Ober- und Unterteilen aus. Die Zutaten und alle Tipps findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den Mürbeteig sollte man immer schnell verarbeiten und nicht zu oft kneten und vor allem immer kühlen. Die Plätzchen liegen auf Backpapier auf dem Backblech und kommen so vorm Backen für 10 Minuten in den Kühlschrank. Gebacken werden sie danach bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 7 bis 8 Minuten goldgelb. Hier ist es wichtig, dass ihr die ausgestochenen und die ganzen Plätzchen getrennt voneinander backt, denn die Plätzchen mit mehr Teig brauchen 1 bis 2 Minuten länger im Ofen als die ausgestochenen. Nach dem Backen lasse ich sie kurz abkühlen. Nun bestreue ich die Oberteile mit Puderzucker. Der Teig lässt sich am besten ausrollen und ausstechen, wenn er noch etwas kalt ist, bis zimmerwarm. Die Marmelade und das Gelee erwärme ich jetzt kurz in der Mikrowelle. Denn so lassen sich beide leichter auf die Unterteile verstreichen. Dies gelingt am besten mit Hilfe von 2 Teelöffeln. Die Oberteile drücke ich ganz leicht an. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt. Aus meinem Teig habe ich insgesamt 40 Plätzchen rausbekommen. Ihr seht hier nur 36 Stück, da nicht mehr auf das Backpapier gepasst haben. Wenn ihr die doppelte Menge Spitzbuben backen wollt, könnt ihr die Marmelade aufkochen, eventuell noch mit einem Esslöffel Wasser verdünnen und danach in einen Spritzbeutel geben. So geht es dann nämlich viel schneller als mit den 2 Teelöffeln. Da ich den Mürbeteig mit Zucker zubereitet habe, lasse ich ihn meist über Nacht im Kühlschrank,
denn so verbinden sich die einzelnen Zutaten besser miteinander und die Zuckerkristalle lösen sich auf. Vielen Dank für das Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.